Vor circa einem Jahr, als unser Hochzeitstag näher rückte und ich auf der Suche nach einem passenden Bild für das nächste Fotobuch war, das ich jährlich mache, fiel mir auf, dass dieses Jubiläum als das Bronzene bezeichnet wird. Und auf der Suche stieß ich natürlich auf ein Bild des Bronzentores des Vatikans. Seit meinem letzten Besuch in Rom waren bereits über 13 Jahre vergangen und mein Mann hatte die ewige Stadt noch nie besucht. Also haben wir uns entschieden, das tatsächlich zu machen und haben das jetzt 2024 getan. Ich beschreibe die Reise in meinem Buch Peber nach Rom. Warum Peber? Ich denke, also vor allem in Deutschland kennt man das und ich glaube seit dem deutschen Papst wahrscheinlich auch viele anderen Katholiken weltweit ist euch der heilige Korbinian mit seinen Bären bekannt. Im Papstwappen von Benedikt XVI. Befinden sich unter anderem eine Jakobsmuschel und ein Bär. Vom Jakobsweg habe ich schon mehrmals berichtet, auch in meinen Büchern erzählt. Und jetzt ist sozusagen der Bär an der Reihe. Nachdem mich auf meinen bisherigen Pilgerreisen und im ersten Teil meiner Katechismusbetrachtungen eine Katze namens Goldi begleitet hat, die übrigens symbolisch auch für meinen Autismus steht, wird uns auf dieser Reise nach Italien in Erinnerung an den heiligen Korbinian, der auch aus Franken nach Rom gegangen ist, eine Eisbärin, eine Plüsch-Eisbärin begleiten, die Clara. Am liebsten würde ich die Reise auch tatsächlich auf der alten Pilgerroute Via Francigena unternehmen. Wir entscheiden uns diesmal aber doch für die Bahn. Ich überspringe jetzt ein paar Kapitel, die in dem ersten Buch K und K auf dem Katechismus schon enthalten sind. Und zwar, da kommen noch die Themen, also das ewige Vergebung der Sünden, das ewige Leben und die 10 Gebote. Nachdem ich aber im letzten Video bei der Kirche stehen geblieben bin, fügen sich die Themen jetzt mit den Sakramenten und Tugenden auch irgendwie und die Reise eben nach Rom an dieser Stelle eigentlich auch gut ein. Ob der heilige Korbinian in Altötting vorbeigeschaut hat, kann ich nicht sagen, doch es ist auf jeden Fall ein besonderer Ort, der hier auch nicht fehlen darf. Es ist auch einer der ersten Orte, die ich überhaupt in Bayern besucht habe. Und wo könnte man besser als an einem Marienwallfahrtsort über das nächste Thema sprechen, nämlich die Tugenden. Im Katechismus sind das jetzt die Punkte 227 bis 28. Tugend ist die beständige Anlage, Neigung der Seele, das Gute zu tun. Es gibt 2 Arten von Tugenden, die natürlichen, auch sittlich oder moralisch genannt, und die übernatürlichen Tugenden. Wir erlangen die natürlichen Tugenden, indem wir wiederholt gute Taten vollbringen. Die übernatürlichen Tugenden hingegen können wir mit unseren Kräften allein weder erlangen noch ausüben. Sie werden uns vielmehr von Gott geschenkt. Die übernatürlichen Tugenden sind die eigentlichen Tugenden der Christen. Es geht also nicht um einmaliges, zum Beispiel mutiges Handeln, sondern um etwas, das uns zur Gewohnheit wird und unser Handeln immer wieder bestimmt. Deshalb bedarf es dieser ständigen Übung, von der der Katechismus spricht. Es ist eine Eigenschaft, die in der Philosophie Sprache ihrem Gegenstand sehr nahe steht, auch wenn sie nicht zum Wesen gehört. Denn ein Mensch ohne Mut bleibt dennoch ein Mensch. Also es ist nicht so ein Teil der Substanz, wie die Philosophen sagen würden, aber sehr eng damit verbunden. Diese Eigenschaften sind damit schwer zu erlangen, aber sobald sie Teil unseres Charakters geworden sind, verlieren wir sie auch nicht mehr so leicht. Man sagt, die Gewohnheit ist die zweite Natur, ja.
Die Tugenden machen das gute Handeln, für das sie nötig sind, nicht nur einfacher und gewohnheitsmäßig, sondern auch angenehm. Es bringt Freude. Es handelt sich um Fähigkeiten zum Handeln, die sich auf unsere geistige Seele, also auf den Verstand und Willen beziehen. Man darf sie nicht mit natürlichen Begabungen verwechseln. Der eine Mensch kann von Natur aus beispielsweise eher furchtlos sein, ein anderer wird vorsichtiger sein. Ein tugendhafter Mensch jedoch besitzt Mut und Weisheit und handelt je nach Situation klug, entweder furchtlos oder vorsichtig. Durch beständiges Üben wachsen diese Tugenden in uns. Wie Jesus im Gleichnis von den Talenten aussagt, wer im Kleinen treu ist, dem wird Großes anvertraut. 229 bis 230. Die eigentlichen Tugenden des Christen sind die übernatürlichen Tugenden, insbesondere der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Man nennt sie die theologischen oder göttlichen Tugenden, weil sie Gott selbst zum Ziel und als Grund haben. Wir empfangen die übernatürlichen Tugenden zusammen mit der heiligmachenden Gnade durch die Sakramente und indem wir die 2 Gebote der Liebe erfüllen, die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten, die der Gottesliebe entspringt. Wir üben die göttlichen Tugenden mit den helfenden Gnaden, den guten Gedanken und Eingebungen, mit welchen Gott uns in jedem Akt bewegt und hilft. Die theologischen Tugenden sind also göttlich, weil sie sich auf Gott beziehen, weil wir sie nur von der Offenbarung kennen. Von den sittlichen Tugenden haben bereits die antiken Philosophen, die heidnischen antiken Philosophen gesprochen, und weil die göttlichen Tugenden allein von Gott in uns eingegossen werden können. Durch wiederholte Akte dieser Tugenden bereiten wir uns darauf vor, immer wieder die innere Bereitschaft zu entwickeln, diese Gaben zu empfangen. Was wir jedoch im Auge behalten müssen, ist, dass die Gnade auf der Natur aufbaut. Deswegen dürfen wir die sogar in Anführungszeichen niedrigeren sittlichen Tugenden nicht außer Acht lassen, denn ohne die fehlt uns ein wichtiges Werkzeug, wie wir später genauer sehen werden. 244 bis 46. Wir müssen im Leben oftmals Akte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe erwecken, besonders dann, wenn wir Versuchungen zu überwinden oder wichtige christliche Pflichten zu erfüllen haben und wenn wir in Todesgefahr sind. Es ist gut, oft Akte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe zu erwecken, um die so notwendigen Tugenden zu erhalten, sie zu vermehren und zu stärken, weil sie die lebenswichtigen Teile des geistigen Menschen sind. Wir müssen Akte des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe mit dem Herzen, mit dem Mund und mit den Werken erwerken, indem wir in unserem Lebenszeugnis davon ablegen. Die unzähligen Votivgaben und Bilder, die die Gnadenkapelle innen und außen schmücken im Altötting, sind ein wahrhaftes Zeugnis des Glaubens der Menschen, die hier gebetet haben und Hilfe erfahren durften. Punkt 231. Von den übernatürlichen Gaben ist die Gottesliebe die vorzüglichste, weil sie von der heiligmachenden Gnade untrennbar ist, uns innig mit Gott und dem Nächsten vereint, uns zur vollkommenen Beobachtung des Gesetzes und zu jedem guten Werk bewegt und im Himmel fortbesteht. In ihr ist die christliche Vollkommenheit. In der Kapuzinenkirche übrigens ist hier der heilige Bruder Konrad von Patzham beigesetzt, der in dem hiesigen Kloster 41 Jahre lang den einfachen Dienst des Pförtners versah, also ein schlichtes Leben geführt hat, aber eins von wirklich heroischer Tugend. Unser Weg zur Heiligkeit, die wahre Frömmigkeit, die uns zu Gott führt, besteht nämlich nicht in besonderen mystischen Erlebnissen, emotionalen Höhepunkten, denen wir in besonderen Formen nachlaufen, wie es heute in charismatischen Kreisen zum Beispiel der Fall ist. Unser Streben nach Heiligkeit führt durch beständiges Wachsen in Gnade und Tugenden, und zwar auf dem Weg unserer Standespflichten.
die wir in Gottes Gnade mit übernatürlichen Motivation, also aus Liebe, mit Mut, Geduld, Klugheit, Beständigkeit und so weiter erfüllen. Wie Bruder Konrad an der Pforte, wie die Mutter Gottes in Nazareth, in den einfachsten Tätigkeiten und Aufgaben, die aber durch ihre große Liebe einen unglaublich großen Wert und Verdienst für das ewige Leben hatten. Wer meine bisherigen Bücher kennt oder vielleicht letztes Jahr mein Camino 2023 verfolgt hat, kennt wahrscheinlich die Goldie bereits. Also Goldie ist eine Plüschkatze und jetzt ab 1. Dezember gibt es auf dem Markt auch ein Kinderbuch mit der Goldie als Hauptfigur. Die Goldie erzählt von dem Jakobsweg aus ihrer Perspektive. Sie erklärt den Kindern, worum es bei dem Jakobsweg geht, erzählt ihre Abenteuer und auf eine subtile Weise erwähnt sie ab und zu auch bestimmte autistische Eigenschaften, ohne sie so direkt zu nennen, aber das könnte eventuell auch Kinder, die mit ähnlichen Schwierigkeiten im Leben zu kämpfen haben, kann eventuell helfen, sich mit der Goldie in bestimmten Situationen zu identifizieren oder vielleicht darüber zu sprechen. Aber das so nur nebenbei, also wie gesagt, das Hauptthema ist der Jakobsweg und die Abenteuer der Katze unterwegs.